Im September ist mir das 5614 von Viltrox ins Haus geflattert. Damals konnte ich meinen ersten Eindruck nur bei einem kleinen Fotowalk schildern, ein Porträtshooting, damit war ich noch schuldig. Das habe ich jetzt aber nachgeholt und heute schauen wir mal, wie das so gelaufen ist und was mein weiterer Eindruck von diesem Objektiv ist. Los geht's! Hey Leute, willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jochen, ich bin Hobbyfotograf aus Düsseldorf und beschäftige mich hauptsächlich mit Streetfotografie und Porträts. Schaut mal auf meinen Instagram-Profilen vorbei. Das Viltrox 56mm f1.4 ist aktuell ja wirklich in aller Munde, insbesondere auch für das Fuji X-System, da es ja bisher kaum Drittherstellerlinsen mit Autofokus gibt. Außer Viltrox ist da ja bisher nur Tokina am Start. Weitere wie Sigma sollen aber dieses Jahr folgen. Yes! Spannend ist die Viltrox-Serie aber auch, weil zumindest dieses Objektiv durch kompakte Größe, Lichtstärke und die optische Qualität besticht und das alles zu einem geradezu lächerlichen Preis. Ihr findet das Objektiv aktuell für ca. 320 €, während das Fujinon 56-1.2 stabil bei 880 liegt. Die Firma Pergear, die das Viltrox mitvertreibt, hat mir das Objektiv übrigens kostenlos zum Testen zur Verfügung gestellt. Ich bekomme aber weder Geld für dieses Video, noch muss ich mit meiner Meinung hinterm Berg halten. Das aber trotzdem als Disclaimer. Falls ihr mein erstes Video zu dem Viltrox noch nicht gesehen habt, schaut euch am besten das erstmal an, sofern noch nicht geschehen. Ich stelle heute das Objektiv nicht nochmal grundsätzlich vor, sondern liefere nach, was beim ersten Mal nicht ging, ein Porträtshooting damit. Ich hatte die Gelegenheit mit Marika zu shooten, schaut doch mal auf ihrem Instagram-Profil vorbei, da freut sie sich sicher. Ich werde in diesem Video eine ganze Reihe JPEGs aus dem Shooting zeigen, die also straight out of camera sind, das heißt bei mir immer schwarz-weiß und am Ende auch ein paar, die ich in Capture One bereits editiert habe. Übrigens, das Shooting fand unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen statt. Ich hatte auch eine FFP2-Maske und ich habe entsprechend Abstand gehalten, was mit einer 85mm äquivalenten Brennweite eigentlich auch sehr gut geht. So, was sind jetzt erstmal meine Eindrücke im Handling? Ich hatte das Objektiv an meiner X-T3 mit Batteriegriff, Firmware 4.0 mit erheblich verbesserter Autofokus-Performance und das Viltrox ist ja beim Autofokus schon, so war mein erster subjektiver Eindruck im ersten Video ja auch, grundsätzlich schon etwas flotter und zuverlässiger unterwegs als das 56 f1.2. Das hat sich auch jetzt absolut bestätigt, denn in der späteren Auswahl der Bilder musste ich deutlich weniger aussortieren, als ich das mit dem Originalobjektiv gewohnt bin. Von Größe und Gewicht her finde ich das Viltrox 56 sehr angenehm. Da es teilweise geschneit hat, hatte ich am Tag des Shootings auch oft die Streulichtblende vorne drauf. Alles wunderbar von der Haptik und dem Gewicht an der Kamera. Zwischendurch hatte ich es auch mal an die X Pro 3 geschraubt und hier ist sogar im Vergleich zum 56 1.2 an diesem etwas kleineren Body die Balance auch deutlich besser. Was halt wirklich leider etwas nervt bei so einem Shooting ist dieser Blendenring. Zum einen muss ich im Gegensatz zu meinem ersten Video ein bisschen revidieren, dass der schön gängig ist. Ich brauche zwar einen gewissen Widerstand, aber dadurch, dass der hier ohne Klicks funktioniert, finde ich ihn hier fast schon ein bisschen zu schwergängig. Das könnte Viltrox meiner Meinung nach nachbessern. Eigentlich hat der Blendenring auch diese üblichen Rillen, Erhebungen, wie auch immer man das nennt, wo man halt prima anfassen kann, aber die laufen leider nicht um den ganzen Blendenring, sondern fehlen hier an der Beschriftung. Das finde ich auch nicht so gelungen, da ich bei Porträts die Kamera, Überraschung, meistens senkrecht, also so halte und dann hat der Blendenring da, wo ich ihn zu verstellen greifen möchte, einfach null Grip. Die fehlenden Klicks finde ich persönlich jetzt auch nicht schön. Ich kann damit bei Porträts zwar leben, da ich ohnehin 99% der Zeit durch den Sucher schaue und die Blende da sehe, aber das haptische Feedback, dass ich etwas verstellt habe und sogar die Blendenschritte zählen kann, ist halt schon einfach ein Vorteil. Außerdem springt die Kamera ja trotzdem hart von Blende zu Blende, sodass die fehlenden Klicks wirklich nur ein Vorteil beim Filmen sind, weil sie da halt eben keine Geräusche machen. Also kurzum, der Blendenring kriegt insgesamt ein ganz klares Minus von mir. Was die Bildqualität angeht, bin ich erneut absolut positiv überrascht. Gerade auch was die JPEGs direkt aus der Kamera angeht, macht alles, was ich mit dem Viltrox geschossen habe, einen absolut klasse Eindruck. Sowohl von der Schärfe als auch vom Bokeh her. Beides ist beim 56er von Fuji sicher noch ein Kneckchen besser, aber das Viltrox ist jetzt nicht total soft oder das Bokeh unruhig. Für Porträts, wie ich sie gern mache, absolut super und da ich die ja zunächst immer in Schwarz-Weiß schieße, habe ich natürlich auch mit den chromatischen Aberrationen überhaupt keinen Stress. Es gibt sie wohl, wie ich aus anderen Reviews weiß, aber wohl auch in tolerablem Maße und von daher kein Problem. In Capture One konnte ich jetzt auch nichts dergleichen in den RAWs sehen, als ich die Farbversion meiner Porträts erstellt habe. Ich finde sogar, dass die Bilder mit dem Viltrox einen super schönen Charakter haben. Das sind so Dinge, die ich technisch nicht so gut erklären kann, weil mich das offen gesagt im Detail zu wenig interessiert. Aber es gibt so Linsen wie das 50mm f2 von Fuji, was auch sicher ganz hervorragend
hervorragend von den Leistungen her ist und im Schärfetest und so weiter. Aber damit konnte ich mich nicht erinnern, einen so schönen Bildcharakter erzeugt zu haben, wie hier mit diesem Viltrox. Vielleicht ist das eigentliche Geheimnis, dass hier vielleicht kleine technische Unzulänglichkeiten vorhanden sind, die dazu führen, dass mir die Bilder besonders gut gefallen. Also für mich bleibt auch bei Porträts der Blendenring der einzige deutliche Minuspunkt. Klar, das Bokeh vom Fujinon 1.2 ist schon etwas gefälliger, auch die halbe Blendenstufe mehr kann für den einen oder anderen ein Argument gegen das Viltrox sein, aber sorry, 320 gegenüber 880 Euro, da ist doch eigentlich für den ambitionierten Amateur oder Einsteiger alles klar. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich vor 2 Jahren, als ich das 56 1.2 gekauft habe, eher zum Viltrox gegriffen hätte, wenn es das da schon gegeben hätte. Die 56 bzw. 85 mm sind einfach die klassische Brennweite für Porträts. Jeder, der in diesem Bereich etwas machen möchte, hat nun im Fuji X-System eine echte Alternative zum fast 900 Euro teuren 1.2. Sogar die bisher günstigere Alternative, das Fuji 50 mm f2, ist noch gut 180 Euro teurer, hat aber auch eine kürzere Brennweite und eine ganze Blende weniger zu bieten. Allerdings bekommt man da die Wetterversiegelung dazu. Von mir kann es aber aufgrund des Preis-Leistungs-Verhältnisses nichts anderes als eine klare Kaufempfehlung für das Viltrox 56 1.4 geben. Lediglich der Voll- oder Semi-Profi wird sich von den Nachteilen des Blendenrings nicht nerven lassen wollen, aber der greift dann vermutlich aktuell sogar eher zum Fujinon 50 mm 1.0, das ich ja bislang leider noch nicht testen durfte, aber das schwebt mit seinen 1500 Euro ja noch in ganz anderen preislichen Sphären. Das war's von mir auch schon für heute. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Wenn dem so ist, lasst mir ein Like oder sogar ein Abo da. Ihr könnt mir auch über den Link unten in der Beschreibung zu buymeacoffee.com einen Kaffee ausgeben. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Wenn ihr Fragen zu der Linse habt oder zu sonst irgendwas, schreibt mir in den Kommentaren. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund, euch eine gute Zeit. Ciao.